Haben Sie Angst vor Schlangen? Meistens sind sie für Menschen ungefährlich, auch wenn sie etwas abstoßend wirken. Doch es gibt auch einige Arten dieser Reptilien, denen Sie sicherlich nie begegnen möchten. Ein Mix aus Giften im Speichel, enorme Größe, furchteinflößendes Aussehen. Schauen wir uns die gefährlichsten Schlangen unseres Planeten an. Und am Ende des Videos erfahren Sie, welche Reptilie für die meisten Todesfälle bei Menschen verantwortlich ist, mehr als alle anderen Schlangenarten zusammen. Glauben Sie mir, das wird Sie überraschen. Viel Spaß beim Anschauen. Mulga. Unsere Liste eröffnet die Mulga-Schlange, auch bekannt als Braunkönig. Sie beeindruckt mit ihrem Aussehen. Ihr Körper kann eine Länge von bis zu 3 Metern erreichen und ist mit glänzenden schwarzen oder dunkelbraunen Schuppen bedeckt, die eine hypnotische Schönheit schaffen. Lassen Sie sich jedoch nicht täuschen. Hinter dieser majestätischen Schönheit verbirgt sich eine ernsthafte Gefahr. Die Mulga ist eine der giftigsten Schlangen der Welt. Ihr Gift enthält tödliche Toxine, die Beute lähmen und Herz- und Lungenprobleme verursachen können. Diese Reptilie kann sogar mit einem Känguru fertig werden, das eigentlich schnell, stark und unantastbar erscheinen sollte. Ganz zu schweigen von einem Menschen. Zwar meiden diese Schlangen Begegnungen mit Menschen, aber sie können angreifen, wenn sie sich bedroht fühlen. Um zufälligen Begegnungen mit diesem gefährlichen Raubtier zu entgehen, sollten Sie sich mit seinem Lebensraum und einigen Verhaltensgewohnheiten vertraut machen. Die Mulga, eine der größten und massigsten Giftschlangen Australiens, ist fast auf dem gesamten Kontinent anzutreffen, mit Ausnahme der beiden Bundesstaaten Tasmanien und Victoria. Die Mulga ist besonders nachts aktiv, was sie zu einer effektiven Jägerin macht. Eine kürzliche Verhaltensstudie dieser Schlange zeigte, dass sie es vorzieht, schlafende Beute anzugreifen. Wissenschaftler untersuchten 27 Fälle von Menschenbissen und stellten überrascht fest, dass mehr als die Hälfte der Opfer im Schlaf gebissen wurden, zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens. Diese Schlange ist nicht nur sehr schön, gefährlich und giftig, sondern auch ebenso verletzlich. Die Population der Mulga schrumpft rapide aufgrund von Klimaveränderungen, menschlichen Eingriffen und Konkurrenz durch andere Raubtiere. Die Mulga ist ein großartiges Beispiel für die Kombination aus natürlicher Schönheit und Stärke und erinnert uns an die Wichtigkeit des behutsamen Umgangs mit unserer Umwelt. Schwarze Mamba. In den Tiefen der afrikanischen Wälder und Savannen lebt eine Schlange, die Bewunderung und Angst zugleich hervorruft, die schwarze Mamba. Sie ist bekannt für ihr elegantes Aussehen, unglaubliche Geschwindigkeit und tödliches Gift. Die schwarze Mamba hat ihren Namen aufgrund ihrer intensiven schwarzen Färbung, die von dunkeloliv bis intensiv schwarz variieren kann. Ihr schlanker und eleganter Körper kann eine Länge von bis zu 4,5 Metern erreichen und ist mit glatten Schuppen bedeckt. Die schwarze Mamba wird wegen ihrer Größe, Geschwindigkeit und natürlich ihres starken Giftes gefürchtet, das die meisten ihrer Opfer schnell und qualvoll sterben lässt. Die im Gift enthaltenen Neurotoxine greifen das Nervensystem der Beute an, verursachen Lähmungen und Krämpfe. Obwohl schwarze Mambas den Kontakt mit Menschen meiden, sind dennoch Angriffe dieser Schlange auf Menschen bekannt. Die Menge des Giftes, die bei einem Biss injiziert wird, übersteigt die tödliche Dosis um das 10- bis 20-fache. Ohne sofortige medizinische Hilfe und Antidot stirbt das Opfer innerhalb einer Stunde. Es gibt keinen registrierten Fall eines Bisses einer schwarzen Mamba, der nicht durch den Menschen selbst provoziert wurde. Die Schlange ist äußerst aggressiv und es ist leicht, sie zu einem Angriff zu provozieren. Eine Begegnung mit der schwarzen Mamba in freier Natur erfordert Vorsicht und Respekt vor ihrem Lebensraum. Kaisaka. In den Tiefen der Dschungel. Zentral- und Südamerikas verbirgt sich eine Kreatur, die sowohl Bewunderung als auch Vorsicht weckt, die Kaisaka. Diese Giftschlange zieht die Aufmerksamkeit von Forschern und Wildtierliebhabern durch ihr einzigartiges Aussehen auf sich. Die Länge eines Exemplars beträgt 2 bis 2,5 Meter. Der braune Körper ist mit deutlich ausgeprägten Rauten auf dem Rücken verziert. Dieses Design ermöglicht es dieser Reptilie, mit der Umgebung zu verschmelzen, was sie für größere Raubtiere und Beute weniger sichtbar macht. Die Kaisaka zeichnet sich durch die Beweglichkeit ihrer Giftzähne aus. Die Bereitschaft der Schlange zum Angriff erkennt man an ihrem erhobenen Kiefer. Im Normalzustand sind die Zähne der Kaisaka jedoch an den Gaumen gedrückt.
Doch wahrscheinlich werden sie kaum die Zeit haben zu erkennen, in welcher Stimmung sich diese Schlange befindet. Sie greift schnell an. Das Gift der Kaisaka enthält eine Mischung aus Neurotoxinen. Ein einziger Biss kann starke Schmerzen, Schwellungen und Nekrosen verursachen. Es kann Blutgefäße zerstören, Nieren versagen und sogar einen Schlaganfall hervorrufen. Obwohl Todesfälle durch einen Biss der Kaisaka selten sind, stellt sie dennoch eine ernsthafte Bedrohung für den Menschen dar. Insbesondere wenn keine rechtzeitige medizinische Hilfe erfolgt. Es sind viele Fälle von Angriffen der Kaisaka auf Menschen bekannt, die auf Bananen- und Kaffeeplantagen arbeiten. Der Grund dafür ist, dass dort kleine Nagetiere leben, die die bevorzugte Nahrung der Kaisaka sind. Die braune Färbung ermöglicht es diesem Raubtier, sich gut zu tarnen, weshalb es nahezu unmöglich ist, diese Schlange im Ruhezustand zu erkennen. Die Begegnung wird sie überraschen. Einmal hat dieses Raubtier es geschafft, 2 Menschen mit einem einzigen Biss zu töten. Die Schlange griff einen Arbeiter auf der Plantage an und seine Frau, die ihm bei der Wundreinigung helfen wollte, wurde selbst durch eine kleine Schramme an ihrer Hand vergiftet. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich in einem Gebiet aufhalten, in dem dieses gefährliche Raubtier lebt. Boomslang. In den dichten Wäldern Afrikas gibt es ein Wesen, das Staunen und Schrecken zugleich hervorruft. Den Boomslang. Diese geheimnisvolle und schöne Schlange verfügt über ein neurotoxisches, tödliches Gift und erstaunliche Fähigkeiten. Das Erste, was Sie überraschen könnte, ist, wie sehr der Boomslang einer Spielzeugschlange ähnelt. Schauen Sie sich nur dieses Gesicht an. Riesige Augen, die fast die Hälfte des Kopfes einnehmen. Man würde nie vermuten, dass ein auf den ersten Blick so niedlich wirkendes Wesen ein grausamer Raubtier ist, das einen gesunden Menschen mit nur einem Biss töten kann. Eine weitere erstaunliche Eigenschaft des Boomslangs ist seine Fähigkeit, sich durch Büsche und Bäume zu bewegen. Er kann sich sogar mit jedem Ast verschmelzen, als wäre er dessen Fortsetzung. Der dünne grüne oder braune Körper hilft ihm hervorragend bei dieser Strategie. Der Boomslang duldet keine Verletzung seiner persönlichen Grenzen. Er wird jedes Wesen angreifen, das es wagt, in sein Territorium einzudringen. Die Schlange beißt sofort zu und setzt ihr toxisches Gift frei. 3 Milligramm dieser Substanz reichen aus, um jeden Menschen zu töten, egal wie stark der Organismus ist. Ein ausgewachsener Boomslang speichert 2 bis 8 Milligramm dieses Giftes. Das alles kann natürlich durch rechtzeitige Bluttransfusionen und Antidotverabreichung behandelt werden. Das Problem liegt woanders. Die Schlange ist sehr hinterlistig. Der Boomslang praktiziert die Taktik der trockenen Bisse. Er kann versuchen, einen Menschen durch einen normalen Biss abzuschrecken, ohne Gift zu injizieren. Oder er kann sofort sein gefährliches Gift einsetzen. Viele Menschen verwechseln echte und trockene Bisse, hoffen auf das Beste und suchen keine medizinische Hilfe und bezahlen dafür mit ihrem Leben. Unter den Opfern dieser Schönheit zählt auch der bekannte amerikanische Herpetologe Carl Schmitt, ein Wissenschaftler, der sich mit der Erforschung von Reptilien beschäftigt. Er beschrieb seine Symptome nach dem Biss der Schlange fast bis zu seinem Tod. Seine Aufzeichnungen dienten als Grundlage für das moderne Behandlungsschema von vergifteten Menschen. Königskobra. In der Welt der Schlangen hat jede Art ihr einzigartiges Aussehen und Verhalten, aber die Königskobra sticht besonders durch ihre Majestät und legendäre Gefährlichkeit hervor. Sie dringt in Mythen und Geschichten ein, und ihre mächtige Gestalt symbolisiert Macht in der Welt der Schlangen. Sie ist die größte Giftschlange der Welt. Ihre Länge kann beeindruckende 6 Meter erreichen, und ihr Gewicht liegt bei etwa 12 Kilogramm. Königskobras wachsen ihr ganzes Leben lang. In freier Wildbahn dauert ihr Leben bis zu 20 Jahre, in Gefangenschaft bis zu 30 Jahre. Die Rekordhalter in Größe, also die Giganten, werden dementsprechend in Zoos registriert. Nun, sie haben vermutlich nichts zu befürchten. Übrigens, die Königskobra kann sich bis zu einem Drittel ihres Körpers aufrichten. So spürt sie ihre Beute auf und demonstriert gleichzeitig ihren dominanten Status gegenüber anderen Kobras. Wenn sich eine Königskobra vor einem Menschen aufrichtet, kann sie ihm auf Augenhöhe begegnen. Doch erinnern wir sie daran, dass dies eine Giftschlange ist. Ihr Biss setzt eine große Menge an Neurotoxinen frei, die Lähmungen verursachen. Das Gift dieser Reptilie ist so stark, dass es sogar einen Elefanten innerhalb weniger Stunden töten kann. Mehr als die Hälfte der gebissenen Menschen sterben nach einer Begegnung mit diesem Riesen, da das Antidot in den ersten Minuten verabreicht werden muss. Allerdings ist dies nicht ganz korrekte Statistik.
Es wird davon ausgegangen, dass nur diejenigen Menschen sterben, denen die Königskobra nicht ihr Gift ersparen wollte. Tatsache ist, dass diese Schlange versucht, ihr stärkstes Werkzeug nur bei der Jagd einzusetzen und den Menschen nicht als würdige Beute ansieht. Somit kann man eine Begegnung mit diesem Wesen überleben. Nur leider ahnen die Königskobras nicht, dass die Menschen in Wirklichkeit ihre gefährlichsten Feinde sind. Die Population dieser Schlange nimmt rapide ab, da Menschen die bevorzugten Lebensräume der Königskobra zerstören. Krait. Der malaiische Krait ist ein naher und sehr giftiger Verwandter der Kobra. Diese Schlange ist ein Meister der Tarnung. Mit ihrem gestreiften Muster versteckt sie sich in Büschen, Wiesen und tropischen Wäldern in der Nähe von Gewässern in ganz Südostasien. Diese Reptilie lebt sehr nah am Menschen. Überschwemmte Reisfelder und Staudämme sind die bevorzugten Aufenthaltsorte dieser giftigen Schlange, sodass Begegnungen mit Menschen unvermeidlich sind. Wenn Sie diesem Raubtier begegnen, werden Sie wahrscheinlich nicht überleben. Selbst nach der Verabreichung eines Gegengiftes sterben 50% der Betroffenen. Das Gift des malaiischen Kreits ist 16-mal gefährlicher als das der Kobra. Es greift sofort zwei Systeme an: das Nervensystem und das Herz-Kreislauf-System. Zunächst entsteht an der Bissstelle eine Schwellung. Einige Stunden später sind sie nicht mehr in der Lage, eigenständig zu atmen. Es folgt eine Lähmung und der Tod. Natürlich können sie versuchen, sich vor einem Biss zu schützen, indem sie dichte Kleidung tragen und stets auf ihre Schritte achten. Der malaiische Krait kann eine dicke Kleidungsschicht nicht durchbeißen, da er recht kleine Zähne hat. Auch ist er nicht besonders groß und erreicht nur eine Länge von 1,5 bis 2 Metern. Erstaunlicherweise haben die Einheimischen keine Angst vor diesen Schlangen. Im Gegenteil, sie jagen sie sogar. Nur in Vietnam wird der Fang und Verkauf des malaiischen Kreits kontrolliert. In China, Thailand, Indonesien und Singapur hingegen kümmert sich niemand um das Schicksal dieses Raubtiers. Die Menschen essen diese Schlangen, verwenden sie in der alternativen Medizin und stellen Accessoires aus ihren Häuten her. Ist das gerecht? Küstentaipan. Die Überlebensrate von 50% nach einem Schlangenbiss hat sie beeindruckt. Der Küstentaipan hingegen produziert ein Gift, das in 80% der Fälle tödlich ist. Das Gift dieses Raubtiers ist so gefährlich, dass ein einziger Biss ausreicht, um 56 Menschen zu töten. Sollten sie zufällig Opfer dieser Schlange werden, setzen die ersten Symptome, gefolgt vom Tod, bereits 15 bis 30 Minuten nach dem Biss ein. Der Küstentaipan ist ein sehr intelligenter Jäger. Wie die schwarze Mamba, über die wir zuvor gesprochen haben, hat er eine effektive Jagdmethode für große Beutetiere entwickelt. Zunächst versteckt sich der Taipan, getarnt in seiner Umgebung. Dabei hilft ihm seine neutrale Färbung, die von hellbraun bis schmutzig grau variiert. Dann macht er einen unerwarteten Angriff auf seine Beute, beißt sie schnell und zieht sich dann in sein Versteck zurück, um zu warten, bis die Beute stirbt. Erst dann beginnt er seine Mahlzeit. Wenn die Beute groß ist, kann das Kuukstar, das Festmahl, sogar mehrere Monate dauern. Der Küstentaipan meidet normalerweise den Kontakt mit Menschen. Doch in der Regenzeit sind diese Schlangen besonders aggressiv und können ohne Unterschied angreifen. Sie jagen übrigens überwiegend tagsüber, daher sollten Sie beim Spaziergang entlang der Küsten in verschiedenen Regionen Australiens, besonders im Norden, vorsichtig sein. Inland-Taipan. Es gibt noch einen anderen Taipan, den Inland-Taipan Au, Choiseich bekannt als Taipan von McCoy, und er ist weitaus gefährlicher als sein Verwandter. Zunächst einmal ist diese Schlange ziemlich groß. Sie erreicht eine Länge von 2 bis 2,5 Metern. Die Tarnfarbe, die diesem Raubtier so hervorragend hilft, versetzt die Australier in Panik. Einen gelben Taipan in gelbem Sand zu finden, ist genauso schwierig wie eine schwarze Katze in einem dunklen Raum. Der Taipan von McCoy ist zudem sehr giftig. Während der Küstentaipan mit einem einzigen Biss 56 Menschen töten könnte dieser mehrere hundert auf einmal töten. Aufgrund seines Giftgehalts steht diese Schlange an erster Stelle unter allen Landschlangen auf dem Planeten. Das Gift braucht nur 30 Minuten, um ein Opfer nach einem Biss dieses gefährlichen Raubtiers zu töten. Der Taipan von McCoy jagt hauptsächlich kleine Beutetiere, einschließlich Säugetiere, Vögel und andere Reptilien.
Mäuse, Ratten und Bilche gehören zu seiner Hauptnahrung. Es muss wohl nicht extra erwähnt werden, dass solche Beutetiere sofort nach dem ersten Biss dieser Schlange sterben. Doch der Taipan von McCoy ist weniger aggressiv gegenüber Menschen als sein Küstenverwandter. Alle dokumentierten Fälle von Bissen bei Menschen waren das Ergebnis eines unvorsichtigen Umgangs mit dieser Reptilie. Versuchen Sie also, diese Schlange nicht zu stören, und wahrscheinlich wird Ihnen nichts geschehen. Sandracelotta. Unter allen Schlangen auf unserem Planeten gilt die Sandracelotta als die tödlichste. Sie haben vielleicht bemerkt, dass die meisten der giftigsten und gefährlichsten Kreaturen in Australien leben. Doch dieses kleine Tier lebt aus unbekannten Gründen fast überall auf der Welt, nur nicht in Australien. In Indien, Zentralasien, im Nahen Osten, in Usbekistan. Die Sandracelotta kann an vielen Orten gefunden werden. Wissenschaftler glauben, dass sie für mehr Todesfälle unter Menschen verantwortlich ist als alle anderen Schlangenarten zusammen. Und es ist kein Zufall, dass wir sie als kleine Schlange bezeichnet haben. Im Vergleich zu den anderen Vertretern unserer Liste hat die Sandracelotta die bescheidensten Ausmaße. Nur 38 bis 80 Zentimeter lang. Klein, aber sehr aggressiv, greift diese Schlange häufig Menschen an, obwohl sie nicht zu ihrer Hauptnahrung gehören. Insekten, kleine Nagetiere und verschiedene Amphibien stehen auf ihrem Speiseplan, also Nahrung, die nicht lange verdaut werden muss. Während der heißesten Zeit des Jahres wechselt die Sandracelotta zu einem nächtlichen Lebensstil, zu anderen Zeiten ist sie tagsüber aktiv. Das Gift der Sandracelotta ist relativ schwach. Sie gehört nicht zu den 50 giftigsten Schlangen und die Sterblichkeit liegt bei nur 10% der gebissenen Menschen. Doch wir haben Sie nicht getäuscht, als wir sagten, dass diese kleine Schlange sehr tödlich ist. Sie überrascht durch die Anzahl der Menschen, die sie beißt. Jährlich tötet die Sandracelotta deutlich mehr Menschen als alle Taipane, Kreiz und Kobras zusammen. Unterschätzen Sie diese Schlange also nicht. Gefährliche, giftige Schlangen gibt es in fast allen Regionen unseres Planeten, aber genau diesen Exemplaren empfehlen wir Ihnen, nicht zu begegnen. Vielen Dank fürs Zuschauen.